Wie isst man eine Milchschnitte richtig? Was ist mit meinem Heben passiert? Es ist nämlich wieder da. Die Beuge geht aufwärts. Und warum ist die Reverse Hyper eigentlich die Antwort auf alle meine Fragen? Im Overlay-Anteil dieses Videos sehen wir die primäre Beuge. 140 Kilo für 6 Wiederholungen. Was mich nach den Wirrungen der letzten Zeit sehr gefreut hat, weil nach sehr langer Zeit nochmal ein vernünftiger Arbeitssatz möglich war in einem Lastbereich zu einem Wiederholungsbereich, der mich tatsächlich ein wenig herausfordert. Das wäre jetzt hier so das Niveau einer Introwoche und bedeutet für mich einen entscheidenden Fortschritt in der Behandlung dieser unterer Rückenstrecker-Problemstellen-Thematik. Hier sehen wir auch mutmaßlich die Antwort auf diese sehr schnelle Verbesserung in der letzten Zeit. Die Reverse Hyper wird von mir vor der Beuge, während der Arbeitssätze und nach der Beuge ausgeführt. Genau dasselbe gilt fürs Heben. Das heißt, bevor ich in den ersten Warm-up-Satz reingehe, mache ich da schon einen Arbeitssatz. Und zwischen den Arbeitssätzen, ob das nur 1, 2, 3 oder 4 sind, wird jeweils ein Satz an der Reverse Hyper abgebildet. Da kommt eine Menge Volumen von reiner Pumparbeit zustande. Es ist nicht so, als würde ich da sehr hohe Lasten ballern, aber es hilft mir halt durch Pump, durch Blutung und Dehnung unter Last diesen Bereich zu entlasten. Hier sehen wir mein Dienstagsprogramm Beinstrecker. Ich gehe gerne 1 bis 2 Sätze sehr nah ans Versagen und im dritten Satz all out. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hier ist der erste Arbeitssatz für diesen Tag. Ich mache es da gerne sehr anstrengend, weil das eine Übung ist, die ich sehr schätze und wo ich auch das Versagen sehr mag. Auch wenn ich eine Weile gebraucht habe, mich mit dem Gefühl anzufreunden und an die Grenze zu gehen. Am primären Banktag, hier sehen wir den Montag, da ist die Variante 3-1-0, also kontrollierte Exzentrik, halten auf der Brust und explosive Konzentrik, die Zielvariante dieser Übung. 92,5 Kilo bewegte Last in einem Wiederholungsbereich von 4. Das ist für mich recht ordentlich und recht anstrengend. Wie wir sehen können, ist der Barpath schön stabil und relativ konstant, die Ablage relativ ruhig. Das war für mich in der 6. Woche fortwährend schon ordentlich. An dem Tag wird auch vertikaler Zug, in der Variante jetzt hier mittlerer Griff, neutrale Handstellung von oben eingebaut. Ich habe da eine ganze Weile lang Pull-ups favorisiert. Das Problem war halt die Entzündung der Bizepssehnenansätze. Das ist jetzt mittlerweile fast gar kein Thema mehr aufgrund der sehr Bizepssehnenansätzenden schonenden Variante, die ich hier trainiere. Abgesehen davon habe ich hier ein wenig herumprobiert mit Lichtsettings und oben ohne Ton. Der sekundäre Banktag, hier meine Lieblingsvariante, Schrägbank, Kurzhanteldrücken. An dieser Stelle stellen wir fest, in der ersten Bewegung ist es mir gerade sehr schwer gefallen, aber ich habe da ein wenig den optimalen Ansatz verpasst. Diese Reps hier im Anschluss, die liefen aber ganz ordentlich. Das sind 35 Kilo Kurzhanteln, immer noch lange kein PA-Gewicht, aber schon eine recht stabile Leistung für mich. Erst recht, wo ich aktuell um die 80 Kilo wiege. Das war schon ordentlich schwer und es freut mich, dass das beschwerdefrei lief. Das heißt, wir können nächste Woche vielleicht noch mal was steigern. Gefolgt wird das am allerliebsten und regelmäßig, also bestimmt jetzt schon seit einem Jahr, von Flies. Neuerdings probiere ich die mit diesen Handgelenksmanschetten, weil es halt das Greifen der Hand rausnimmt und mir einen etwas anderen Fokus ermöglicht. Ob das tatsächlich relevant ist in der Entwicklung der Brust oder nicht, woher soll ich das wissen? Ich probiere das einfach aus, fühlt es sich gut an, behalte ich es bei, ist es nicht so, fliegt es raus. Donnerstag, heben. Ich habe wieder gehoben und es hat mich tierisch gefreut. Ich hatte ein gutes Gefühl, auch hier wieder Reverse Hyper, davor, danach, zwischendrin und wir sehen hier meinen Arbeitssatz, 175 Kilo für 5. Ja, keine weltbewegende Last, aber viel mehr als 0, sehr viel mehr als 0 und danach beschwerdefrei, das freut mich ungemein. Der dritte Banktag diese Woche in der Variante Long Pause. Wir sehen hier den Topsatz mit 4 Wiederholungen, 100 Kilo Arbeitsgewicht. Das ist für mich ziemlich stabil.
Das ist auch für mein aktuelles Gewicht sehr stabil. Da hat mich auch der Progress überrascht. Letzte Woche war in einer vergleichbaren Hantelgeschwindigkeit und in der vergleichbaren Stabilität 92,5 Kilo die Ansage. Diese Woche 100. Keine Ahnung, würde sich das steigern lassen oder zumindest, wenn die anderen Übungen sich steigern lassen, beibehalten lassen, wäre das schon ein Erfolg für die nächsten Wochen. Von heute Morgen, Übungstag 6, die Safety Squat Bar. Das sind hier nur 105 Kilo. Davon habe ich aber ganze 3 Arbeitssätze in einer tempo-pausierten Variante abgeliefert. Jeweils 5 Wiederholungen. Das entspricht dem Bereich, in dem ich mich zu Beginn dieser ganzen Rückenstrecker-Geschichte schon bewegt habe. Das ist systemisch gesehen keine so große Herausforderung und Last. Das ist eher von der Atemunterbrechung durch das lange Luftanhalten im Valsalva-Manöver für mich eine Herausforderung. Und da die beschwerdefrei alle 3 Sätze durchgelaufen sind, bin ich sehr optimistisch, was meine Rückenstrecker-Symptomatik angeht und komme echt mit guter Laune aus dieser Einheit raus und aus dieser Woche raus. Weil selbst wenn ich diese Progressierung beibehalten würde, wäre das schon ziemlich cool. So, wir kommen zum Planken. Am Freitag haben wir die Gelegenheit genutzt. Meine Partnerin war aufgrund von Umständen beim Training dabei, weil wie soll ich mir 100 Kilo in Scheiben alleine aufs Kreuz legen? Genau, gar nicht, weil ich bin ja kein Oktopus, ich habe keine 8 Arme. Der neue Rekord hat mich gefreut. Beim letzten Mal, wer es nicht weiß, ich habe 53 Sekunden gehalten und hatte das Problem, dass meine Füße auf der Gymnastikmatte, die ich untergelegt hatte, rutschen. Ich habe mich diese Woche dazu entschieden, ich nehme den Schmerz in den Ellbogen durch die harte Oberfläche, hart, durch die Weichholzoberfläche in Kauf, liege mich aber mit der Plank auf die Plattform, sodass meine Füße hinten am Fußballen einen Widerstand haben und sie nicht so rutschen können, wie das halt auf der Gymnastikmatte ist. Und siehe da, das hat mir tatsächlich geholfen. Ich konnte die Plank länger halten als zuletzt und ich muss ehrlich zugeben, 100 Kilo strengen mich schon ganz ordentlich an. Man sieht es meinen Beinen und meinem Körper gerade an, der schaufelt da gerade ganz ordentlich oder versucht zumindest gerade ganz ordentlich gegen die Belastung anzukämpfen, zu pushen. Ich mache dabei auch verbal immer eine Menge Spektakel. Man möge es mir nachsehen, ich habe die Lautstärke gedämpft, aber das hilft mir. Hier stelle ich jetzt fest, ich habe den neuen Rekord aufgestellt mit 1 Minute 10 Sekunden. Das hat uns beide sehr gefreut und das ist auch was Tolles, dass uns dieser Sport verbindet. Zu der Frage, wie man eine Milchschnitte richtig isst, gibt es nur eine Antwort. So. Okay, Autofokus. Hier spielt jetzt die Musik. Bla 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 bla.